Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Herzlich willkommen bei unserer Serie Motorradtechnik im Detail. Heute sprechen wir über das Thema Radaufhängung und gibt vermutlich keinen besseren Platz in dem Motorraduniversum, um sich über Motorradtechnik zu informieren, sich daran zu erfreuen und sich daran zu ergötzen und zu ergeifern. Und das schauen wir uns jetzt hier in der KTM Motorhall in Mattighofen an. Kommt's mit! Ja, ich glaube, um zu erfassen, welche Parameter das Fahrverhalten eines Motorrads wirklich beeinflussen, müsste man ein komplettes Studium durchführen. Im Grunde genommen ist es ein Zusammenspiel aus ganz, ganz viel. Und ein ganz großer Punkt ist natürlich die Geometrie des Motorrads. Also wie spielen jetzt der Lenkkopfwinkel zusammen mit dem Nachlauf, zusammen mit dem Schwingwinkel, zusammen mit dem Radstand. Das sind alles Faktoren, die das Motorrad in die eine Richtung handlicher machen, in die andere Richtung stabiler machen. Dann spielt der Schwerpunkt mit da rein. Ist er hoch, ist er niedrig, ist er weit vorne, ist er weit hinten. Und so kommt es dann eben, dass Motorräder, denen man vielleicht durch den Lenkkopfwinkel irgendwie ein nicht so handliches Fahrverhalten ansprechen, andichten wollen würde, auf einmal doch total homogen und handlich fahren, weil es einfach ein Zusammenspiel ist aus so vielen Komponenten. Und deswegen ist dieses Fahrdynamik-Thema wirklich die große Raketenwissenschaft an der Motorradentwicklung für mich, weil selbst wenn man sich mit Lehrbüchern befasst und eben diese ganzen Geometrien mal betrachtet, auch dann, wenn es um die Reifendurchmesser und die Reifenbreiten geht, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann kommt man dazu, dass alles irgendwie einen Einfluss hat, aber man kommt nicht dazu, wie man diese ganzen Einflüsse jetzt zu einem guten Paket zusammenpackt. Und das ist die große Kunst. Und da würde mich auch sehr interessieren, wie sowas eigentlich funktioniert. Das ist natürlich jetzt in meinem Fall ganz, ganz schwer, weil ich ja so mit so ganz verschiedenen Motorradl umfahre. Ich fahre ja wahnsinnig gern mit so schweren Chopper, ich fahre wahnsinnig gern mit Sportmotorradl, ich fahre wahnsinnig gern mit Naked-Bikes. Ja, das war es eigentlich. Also diese drei Kategorien, die fahre ich wirklich gern. Und da habe ich aber unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen. Also was ich bei allen sehr gern habe, ist ein neutrales Einlenkverhalten. Ein neutrales Einlenkverhalten, also dass ich so eine Kurve anvisiere und dass diese Maschine, sie muss gar nicht gedankengesteuert reinfahren. Also je sportlicher ist, desto schöner finde ich es, wenn sie gedankengesteuert reinfährt. Aber was mir wirklich wichtig ist, dass ich diese Kurve anschaue, dass ich mir denke, okay, da fahre ich jetzt da um und dass das ohne großen Kraftaufwand und vor allem ohne, dass sie die Maschine wehrt, dass die dann wirklich wunderschön dort reinfährt. Sowas finde ich ganz großartig, das ist mir auch extrem wichtig. Und wenn eine Maschine das nicht hat, so eine Testmaschine, dann schaue ich halt, möglicherweise geht es mit dem Drücken besser, schaue ich, ob ich also eine Körperhaltung finde oder eine Art zu fahren, wo das leichter passiert. Und wenn es bis zum Schluss nicht kann, dann kriegt es ein bisschen eine schlechtere Beurteilung, weil ich so sture Motorradl eigentlich nicht mag. Ja, mein Motorrad sollte natürlich perfekt handlich sein, sollte brutal stabil in Schräglage sein, sollte mega schräg immer noch neutral fahren, sollte sich wunderbar über das Gas in Schräglage steuern lassen, sollte bei der Beschleunigung die Linie halten und sollte immer genau dahin fahren, wo ich mir gerade mit meinem Blick wünsche, wo es hinfahren soll. Auf alle Fälle wünsche ich mir ein sehr aktives Handling. Also mir fällt immer wieder auf, wie es mich stört, wenn ein Motorrad nicht agil ist. Also jetzt egal wie schwer es ist, ich erwarte von einem sehr schweren Motorrad, natürlich jetzt nicht ein Handling wie ein 125er Motorrad, aber auch da gibt es große Unterschiede und ich erwarte je nach Gewichtsklasse trotzdem ein sportlich agiles Handling und es ist möglich. Also das braucht man kein Hersteller oder niemand erklären, naja, die ist so schwer, die kann nicht um die Ecken gehen. Stimmt nicht. Es können sehr schwere Motorräder auch gut um die Ecken gehen. Leichte, von denen erwarte ich es sowieso. Das große Geheimnis ist, dass man das alles in Balance bringt. Wenn man jetzt sagt, die zwei Kontaktpunkte zwischen Motorrad und Straße ist der Vorderreifen und der Hinterreifen, dann habe ich dazwischen in dieser Kette ungefähr 30 Bauteile,
die dazwischen sind. Also ich habe einen Reifen mit einer gewissen Steifigkeit, ich habe eine Felge, ich habe eine Radlagerung, ich habe eine Vorderachsen, ich habe ein Gabelinnenrohr, ein Gabelaußenrohr, untere Gabelbrücken, obere Gabelbrücken, ein Steuerkopfrohr, Lager, Rahmen, Schwingenlager, Schwingenachsen, Schwinge, Hinterachsen, Hinterrad, Reifen. Und die müssen in Harmonie sein. Es darf in dieser Kette kein super steifes Bauteil drin sein. Das stört das Ganze. Es muss alles in sich homogen abgestimmt sein. Flexen ist eigentlich die Monsteraufgabe bei dem Ganzen. Darum spielt man es eigentlich auch in kleinen Schritten, um diese Balance zu erreichen und auch zu erhalten, wenn man es mal erreicht hat. Wenn man mal in dem Fenster, in dem Window drin ist, so wie es wir nennen. Ja, das ist dann die nächste Frage. Wenn man sich damit befasst, was alles zusammenspielt, muss man sich auch fragen, was gehört zur Radaufhängung. Und dafür müssen wir uns fragen, woran sind die Räder überhaupt aufgehängt? Also wenn man jetzt sagt, dass der Rahmen mit dem Motor für sich steht, dann haben wir immer noch ganz viele Punkte, die zur Radaufhängung dazugehören. Also wir haben die Räder selbst, wir haben die Achsen, wir haben die Gabel vorne, wir haben die Gabelbrücken, wir haben den Steuerkopf, wir haben hinten die Schwinge, wir haben die Umlenkungen und das alles läuft zum Rahmen zusammen und daran ist es aufgehängt. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Rahmen ja auch noch eine Rolle übernimmt beim Flex, dann gehört er auch irgendwie zur Radaufhängung. Und deswegen ist dieser Begriff Radaufhängung für mich total schwer zu fassen, weil irgendwie alles und nichts dazugehört. Man kann es jetzt ganz einfach fassen und sagen, Radaufhängung ist Gabel und Schwinge. Aber ich glaube, damit ist der Techniker nicht zufrieden. Der Rahmen ist sicher das Hauptbauteil oder eins der Hauptbauteile im Motorrad, Rahmen, der Motor, der Heckausleger, die Schwinge, das bildet alles zusammen eine Einheit. Das muss einfach harmonieren und das muss abgestimmt sein aufeinander. Mir nützt der beste Rahmen nichts, wenn die Schwinge nicht funktioniert, wenn die Federung nicht hinhaut, wenn die Sitzposition nicht zusammenpasst. Unterm Strich ist es einfach eine große Kombination von vielen Kleinigkeiten, die das Motorrad ausmachen. Und für mich steht natürlich der Rahmen an oberster Stelle. Und ich glaube, dass wir bei KTM eben, was sich auch in den sportlichen Erfolgen zeigt, wirklich ganz vorn dabei sind und die besten Karten haben. Also grundsätzlich Radaufhängung, sagen wir so, die Hauptaufgabe des Systems Radaufhängung ist, sag ich mal, das Vorder- und das Hinterrad zu führen. Und da habe ich im ersten Schritt mal einen großen Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Komfort. Also Sicherheit bedeutet, ich muss das Rad führen und ich muss dafür sorgen, dass ich sozusagen immer Traktion, Grip habe. Das heißt, dahingehend müsste ich eigentlich die Federung eher steif auslegen oder eher hart auslegen. Während ich halt für Komfort, das heißt, Komfort bedeutet, ich möchte die Straßenunebenheiten weitestgehend wegfiltern, um sozusagen den Fahrer damit nicht zu belasten. Und das ist, sage ich mal, immer der große Zielkonflikt bei einer Radaufhängung zwischen Traktion, Sicherheit, Spurhaltung und Komfort. Das ist ein bisschen immer, sage ich mal, gegensätzliche Aspekte und die unter einen Hut zu bringen, sage ich mal so, das ist eigentlich die große Kunst dann bei der Radaufhängung. Also generell die vordere Radführung hat, sage ich mal, mehrere Freiheitsgrade oder muss dem Vorderrad mehrere Bewegungsmöglichkeiten lassen. Also ich habe zum einen, sage ich mal, natürlich das Abrollen des Rades, dann habe ich die Vertikalbewegung, um, sage ich mal, Stöße, Unebenheiten abzufedern oder zu filtern in gewissem Maße. Und natürlich dann auch, so muss ich die Lenkbewegung zulassen. Das heißt, damit der Fahrer auch das Fahrzeug lenken kann, brauche ich auch eine gewisse Lenkbewegung. Und dementsprechend muss, sage ich mal, die Vorderradführung halt auch entsprechende Kräfte aufnehmen. Also Vertikalkräfte, Längskräfte, wie zum Beispiel die beim Bremsen entstehen, oder auch Seitenkräfte während einer Kurvenfahrt.
und die muss es halt in gewisser Weise aufnehmen und teilweise auch abfedern oder dämpfen. Also die wichtigsten Bauteile bei der Hinterradfederung sind zum einen mal, sage ich mal, die Hinterradschwinge. Dann haben wir natürlich das Federbein, im Prinzip das Pendant zu vorne zur Federgabel habe ich hinten das Federbein. Je nach Ausführungsvariante ist das Federbein direkt zwischen Schwinge und Rahmen angebracht. Es gibt natürlich auch noch Varianten, wo das Ganze über ein Hebelsystem angelenkt ist, zum Beispiel. Das heißt, das Federbein ist nicht direkt mit der Schwinge verbunden, sondern über verschiedene Hebel, Zugstangen und Dreieckshebel verbunden. Dadurch erzeuge ich halt zum Beispiel eine Progression in der Hinterradfederung. Also es gibt halt die Einarmschwinge und die Zweiarmschwinge im Prinzip hinten. Bei der Zweiarmschwinge habe ich im Prinzip eine Gabel, wo dann das Rad in der Mitte dazwischen ist. Bei einer Einarmschwinge habe ich halt nur auf einer Seite sag ich mal, die Befestigung des Rades an der Schwinge. Warum die Unterschiede? Großer Teil natürlich ist ein wichtiger Punkt ist das Design. Einfach, es muss zum Fahrzeugkonzept passen. Andererseits hat es natürlich auch gewisse technische Hintergründe. Die Steifigkeiten der einzelnen Systeme sind unterschiedlich. Dann auch teilweise, wie schwer muss ich die Sachen ausführen, damit ich sozusagen die richtigen und passenden Steifigkeiten an der Schwinge habe. Zum Beispiel Vorteile bei der Einarmschwinge sind zum einen, dass der Radwechsel in der Regel einfacher ist, weil ich das Rad im Prinzip einfach rausnehmen kann. Oder auch zum Beispiel das Kette-Nachspannen funktioniert in der Regel einfacher, weil ich halt nur einen Exzenter nachstellen muss, während ich zum Beispiel bei einer Zweiarmschwinge, sage ich mal, auf beiden Seiten nachstellen muss, also links und rechts. Das heißt, ich muss immer schauen, dass das Rad auch wirklich, sage ich mal, gerade und zentriert ist. Andererseits kann ich halt bei einer Zweiarmschwinge, weil ich halt die Hebel oder die Arme auf beiden Seiten habe, das etwas leichter ausführen, um dann sozusagen dieselbe Steifigkeit zu erreichen. Na, das ist eigentlich ganz leicht zu beantworten. Ich mag lieber Einarmschwingen. Ich glaube nicht, dass eine Einarmschwinge jetzt technisch besser funktioniert wie eine Zweiarmschwinge. Also ich glaube, du kannst mit einer Zweiarmschwinge bist mindestens so schnell wie mit einer Einarmschwinge. Und ich glaube, es ist sogar vom technischen Aufwand her leichter zu bauen, aber optisch, ich gehe in die Knie. Einarmschwinge, Wahnsinn. Das ist was Großartiges. Jetzt aus rein technischer Sicht ist natürlich eine Zweiarmschwinge schon eine sehr gute Lösung. Vergleichsweise auch günstig und einfacher in der Entwicklung. Man kann auch eine Einarmschwinge erstaunlich nahe oder sogar besser als eine schlechter entwickelte Zweiarmschwinge bringen. Aber der Aufwand wird immer viel höher sein, als wenn man eine Zweiarmschwinge auf diese Leistung bekommen möchte. Die Umlenksysteme an Motorrädern ist jetzt je nach Ausrichtung, ob das jetzt Straße oder Offroad ist, gibt es da ein paar Grundausrichtungen, die ich machen kann. Grundsätzlich ist ein Linkage dafür da, um die Einfedergeschwindigkeit bzw. die Federkraft besser zu kontrollieren. Man kann ja bei Federn lineare oder progressive Federn haben. Ein Linkage unterstützt da jetzt die Feder bei dieser Aufgabe, das Fahrzeug in Position zu halten. Das heißt, mit einem Linkage habe ich mehr Gestaltungsfreiheit, um zum Beispiel ein gutes Ansprechverhalten, aber dennoch einen sehr guten Durchschlagsschutz zu erreichen. Also das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Ja, Manfred, jetzt stehen wir da quasi bei einer Zeitenwende. 1998, glaube ich, hat es begonnen, das Kapitel. Erklär es den Leuten mal. Also dort ist das Kapitel begonnen, um die Umlenkung wegzulassen, um natürlich die Einfachheit für Mechaniker und für den ganzen Fahrer zu vereinfachen. Man hat dann ein progressives Damping-System gemacht mit einem Stoßdämpfer, der direkt
am Rahmen und an der Schwinge befestigt war. Und das war natürlich schon ein großer Schritt für die Zukunft für KTM. Und die Erfolge hat man dann eingefahren beim Viertakter, wie da eine steht zum Beispiel die 520er Racing. Da ist das dann ja, richtig zur Geltung gekommen und man hat dann die ersten Erfolge eingefahren mit Enduro-Weltmeistertiteln und im Folge dann mit dem Motocross-Weltmeistertitel. Und ich bin mir sicher, da gibt es viele KTM-Fans, die eine dieser EXCs hatten von 2000 angehend, diese großen Einzylinder-Viertaktmotoren, die dann damals da im Endurosport aufgemischt haben. Die haben damals ja das Fahrerlager farblich dominiert. Wie verhält sich das Fahrzeug beim Herausbeschleunigen, Geradeausfahrt, beim Geradeausbeschleunigen? Da spielt natürlich der Kettenzug eine große Rolle, weil grundsätzlich versucht das Fahrzeug aufgrund, sag ich mal, der Beschleunigungskräfte hinten einzufedern und durch den Kettenzug kann ich das in gewissem Maße kompensieren bzw. stabilisieren, dass das Fahrzeug halt nicht so tief hinten einfedert beim Beschleunigen. Und da spielt dann sozusagen die Kette oder der Kettenzug und die Richtung des oberen Kettenzuges eine wichtige Rolle. Genauso wie zum Beispiel auch der Schwingwinkel da mit reinkommt. Damit kann ich sozusagen das Fahrzeug in der Beschleunigungsphase etwas stabilisieren und das Eintauchen hinten verhindern. Grundsätzlich die Teleskopgabel ist schon mal vorgegeben. Wir müssen die Federrate so wählen, dass wir beim Bremsen nicht durchschlagen. An der Hinterachse haben wir da viel mehr Möglichkeiten. Durch diese ganze Geometrie, wie wir das Ritzel positionieren, wie wir die Schwinge positionieren, können wir ein zusätzliches Moment aufbringen, was dem Einfedern beim Beschleunigen entgegenwirkt. Das ist genau dieser Anti-Squat-Effekt. Und wenn wir jetzt von 100% Anti-Squat-Effekt sprechen, dann ist dieses entgegengewirkte Moment genauso groß wie das Moment, was das Motorrad hinten einfedern lassen würde. Und damit bleibt das Motorrad bei Beschleunigung komplett eben. Dann Schwerpunktshöhe ist auch noch ein relevanter Parameter. Das heißt, wie hoch ist der Schwerpunkt des Gesamtsystems, also Fahrzeug plus Fahrer plus eventuell noch Gepäck oder ähnliche Sachen. Das hat auch Einfluss, wie leicht oder wie schwer schaffe ich es, das Fahrzeug in Schräglage zu bringen. Dann natürlich auch die Schwerpunktslage in Längsrichtung. Ist es eher weiter vorne, dann habe ich mehr Last auf dem Vorderrad, oder weiter hinten, dann habe ich mehr Last auf dem Hinterrad. Das hat auch einen großen Einfluss drauf. Fürs Beschleunigen wäre im Prinzip ein niedriger Schwerpunkt besser, weil sozusagen die Radlastverschiebung dann, oder die Radlast oder die Verschiebungsreaktionen geringer ausfallen, wenn der Schwerpunkt niedrig ist. Zum Beispiel fürs Fahrzeug in die Kurve legen wäre zum Beispiel auch ein hoher Schwerpunkt teilweise besser, weil es dann das Fahrzeug einfacher in die Kurve reinkippt. Auch da muss man einfach einen gewissen Kompromiss finden zwischen den beiden Aspekten. Man kann nicht alles abdecken, sage ich mal, mit einer Fahrwerksauslegung. Man muss ja auch so sehen, ich meine, eine Reiseenduro wiegt ungefähr knapp über 200 Kilo, wahrscheinlich eine Super Duke um die 200 Kilo. Wenn natürlich der Fahrer noch draufkommt, 80 Kilogramm mit seinen ganzen Protektoren, dann da kommt ja fast nochmal die Hälfte an Gewicht dazu. Wenn man das jetzt mal zum Beispiel im Vergleich zu einem Auto sieht, ich meine, ein Auto wiegt 1,5 bis 2 Tonnen. Wenn jetzt nochmal ein 80 Kilogramm Fahrer einsteigt, dann ist das prozentual gesehen, hat es viel, viel weniger Einfluss als bei einem Motorrad. Und deswegen ist der Fahrer ein sehr wichtiger Aspekt in der Fahrdynamik und bei der Auslegung des Fahrzeuges. Aber man kann nicht alles damit abdecken. Und dementsprechend halt auch einfach der Hinweis, wenn es nicht passt, halt seinen Ansprüchen anpassen. Zum Beispiel, wenn ich einen sehr schweren Fahrer habe, wird mein Fahrzeug vielleicht hinten weiter eintauchen. Das heißt, die Fahrzeuggeometrie ist eine komplett andere, als wir sie ursprünglich ausgelegt haben. Jetzt kann ich zum Beispiel hinten die Federvorspannung anpassen. Damit hebt sich zum Beispiel wieder das Heck an und ich stelle das Fahrzeug sozusagen wieder mit der Geometrie hin,
wie wir es eigentlich ausgelegt haben. Und dementsprechend sollte das Fahrzeug auch wieder so fahren, wie wir es uns vorstellen. Je mehr Federweg ich habe, wie vorhin angesprochen, habe ich natürlich auch mehr Geometrieänderungen. Das heißt, ich habe auch viel mehr Bewegung im Fahrzeug, ist deswegen halt auch vielleicht etwas, ich möchte nicht sagen instabiler, aber es macht halt mehr Bewegung, was ich zum Beispiel bei einem sportlich ausgelegten Fahrzeug ja gar nicht haben möchte. Das heißt, im Prinzip versuchen wir immer, das Fahrzeug so auszulegen, dass der, sag ich mal, im normalen Alltagsbetrieb, wo das Fahrzeug einfach eingesetzt wird, sag ich mal, der Federwegsbereich auch dementsprechend ausgenutzt wird. Reifen ist ein wirklich sehr komplexes Thema, weil der federt in alle Richtungen, vertikal, seitlich, abhängig von Schräglage, abhängig vom Schräglaufwinkel. Das alleine mal dafür, die richtigen Daten zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig, aber auch sehr, sehr wertvoll, wenn man es dann hat. Daraus kann man wirklich sehr viel lernen. Ist auch beim Motorrad wieder was Spezielles im Vergleich zum Auto. Die Kreiselkräfte haben einen viel größeren Einfluss. Grundsätzlich umso höher das Massenträgermoment vom Vorderrad, sprich umso größerer Durchmesser, umso schwerer das Rad, umso stabiler oder träger, je nachdem wie man es jetzt sieht, wird das Fahrzeug. Das heißt, umso geringer das Massenträgermoment, umso leichter wird man in die Kurve einlenken können, aber auch umso agiler wird das Fahrzeug auch mal irgendwo abbiegen, auch wenn ich nur einen kleinen Lenkimpuls setze. Das muss berechenbar sein. Der Fahrer muss wissen, was macht das Motorrad in einer extremen Situation. Die bewegen sich ja nur in extreme Situationen, die bewegen sich ständig am Rutschen, ständig ganz kurz vor dem Sturz oder ganz knapp am Sturz. Und das normale Fahren ist und das der Grenzbereich. Dann bewegen sich die am oberen Grenzbereich und tingeln immer leicht an. Und in so einer Situation muss das dann einfach in diese Millisekunden, wo das dann weggeht, für ihn noch berechenbar sein. Also wir haben auch versucht, diese Reaktionen an dem Motorrad zu verlangsamen, wenn es weggeht, dass es ein bisschen langsamer weggeht. Ich sage Hausnummer, wenn der Zentralcomputer wieder 20 Millisekunden braucht, um so eine Situation zu erkennen und zu verarbeiten und gegenzusteuern, wenn das Motorrad in 10 Millisekunden diese Reaktion macht, kommt der Rechner nicht mehr mit und es geht ab in den Kies. Wenn du das schaffst, dass das Motorrad innerhalb von 30 Millisekunden diese Bewegung macht, ausbricht, dann kann er es nur einfangen. Dann reicht die Zeit, diese Prozesszeit, dass noch gegensteuert wird und das gibt dann auch Vertrauen. Und wenn witzig ist, nicht immer das schnellste Motorradl ist das Berechenbarste. Es ist oft schlauer, man nimmt ein bisschen Einbußen in der Rundenzeit in Kauf. Natürlich keine 2 Sekunden, aber da reden wir um Zehntelsekunden oder weniger. Und sagt, das ist das berechenbarere Motorradl. Was nämlich dann passiert ist, das Hirn vom Fahrer schaltet diese Sicherheitsmarsch weg, weil es sagt, jetzt ist uns weggerutscht das Motorrad, wir haben es noch einfangen können. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Spazi, sagen wir, in Viertler. Und dann fängt der Fahrer an, über dieses Vertrauen, das er in sein Bike hat, mehr zu pushen. Und das macht dann schneller. Ich glaube, er würde einmal prinzipiell fahren können. Außer er fällt gleich um, weil die haben ja nur 15 Grad Lenkeinschlag. Das muss man mal wissen. Was passieren würde, ihm würden die vorgewärmten Reifen auskühlen, weil er nicht schnell genug ist. Man muss sofort hinhämmern. Und sobald die Reifen um 5 Grad aus dem Fenster fallen, haben sie keinen Grip mehr. Das heißt, er wird wahrscheinlich dann nach 2 langsame Runden, bevor er sich überhaupt ans Motorrad gewöhnt hat, irgendwie abschmieren, weil die Reifentemperatur nicht mehr stimmt.
Ja, offensichtlich ist mein eigenes Fahrgestell nicht mehr ganz so fit wie das der meisten Motorräder hier beim Kapitel Radaufhängung. Ich brauche schon eine kleine Stärkung hier in der Garage. Das ist so der angeschlossene Gastronomiebetrieb der Motorhall. Also mein eigenes Fahrgestell nicht mehr ganz so fit. Aber wie ist es mit den Fahrgestellen eurer Motorräder? Seid ihr happy? Oder ist es ein Thema, wo man nie so 100%ig zufrieden sein kann? Ist es auch ein Spiegel des menschlichen Wesens, dass das Thema Fahrwerk etwas ist, wo man immer einen Hauch von Unzufriedenheit in sich hat und immer weiter optimieren muss? Postet da gerne eure philosophischen Gedanken dazu. Und unten drunter in der Videobeschreibung haben wir aber auf alle Fälle den Link zu den ganzen anderen Folgen dieser Serie Motorradtechnik im Detail hier aus Mattighofen, aus der Garage oder aus der Motorhall drüben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und Baba, bis zum nächsten Mal.